Wenn du Online-Händler bist und auf verschiedenen Online-Portalen, wie zum Beispiel Amazon, eBay, Idealo oder sogar im eigenen Online-Shop deine Artikel gleichzeitig anbietest, dann wirst du dich früher oder später mit dem Thema der Überverkäufe beschäftigen. Das bedeutet, durch Überschneidungen der Bestellungen aus verschiedenen Portalen verkaufst du mehr Ware, als du physisch eigentlich im Lager hast. Wie können wir diese minimieren oder sogar komplett ausschließen? Und genau das schauen wir uns heute gemeinsam an. Gerade bei Artikeln mit sehr niedrigem Warenbestand oder Artikel, die sehr stark nachgefragt sind, ist die Synchronisierung von Beständen auf verschiedenen Online-Marktplätzen eine Herausforderung. Bevor wir uns anschauen, warum ein Überverkauf entsteht, gehe ich davon aus, dass alle Aufgaben der Lagerhaltung wie Inventuren, Lagerordnung usw. ordnungsgemäß durchgeführt werden. Denn für den Onlinehandel ist es elementar, dass wir mit sauberen Beständen arbeiten. Beispiel Nummer 1. Wir bieten einen Artikel, den wir 4-mal im Bestand haben, bei Amazon und im eigenen Online-Shop an. Während der Artikel bei Amazon jetzt abverkauft wurde und aufgrund der fehlenden Synchronisation noch im Shop 4-mal angezeigt wird, laufen wir Gefahr, dass diese 4 im eigenen Online-Shop dann auch verkauft werden. Dies führt dazu, dass es ein Überverkauf ist. Bei diesem ersten Beispiel kann es sich um eine beliebige Plattform handeln. Das heißt ganz egal, ob das Amazon, eBay oder Idealo Direktkauf oder sogar der eigene Online-Shop sein, wo dieses Szenario eintrifft, dass du Bestände auf verschiedenen Plattformen anbietest und sobald eine Plattform abverkauft wurde und du die Ware zum gleichen Zeitpunkt immer noch auf anderen Plattformen anbietest, diese Überschneidungen, die Überverkäufe entstehen können. Im zweiten Beispiel handelt es sich um ein Amazon-spezifisches Thema. Es geht um die ausstehenden Bestellungen. Wenn du bei Amazon verkaufst, kennst du das Thema, dass Bestellungen erstens in den Status ausstehend kommen und danach bestätigt werden und dann im Prinzip du die Bestellungen verschicken kannst. Wie kann das zu einem Überverkauf führen? Wenn du die Bestellungen, die ausstehend sind, nicht in dein Bestand führenden System importieren kannst und die Bestände reduzierst, könnte Folgendes passieren. Kunde A bestellt bei dir bei Amazon, du hast einen Artikel, wir gehen mal davon aus, nur noch einmal da und die Bestellung ist im Status ausstehend. In diesem Zeitpunkt kann es passieren, dass der Kunde B auf einer anderen Plattform diesen letzten Artikel nochmal kauft. Und erst danach erfolgt die Bestätigung von Amazon für den Auftrag oder Kunde A. Dies könnte zu einem Überverkauf führen. Warum diese ausstehenden Bestellungen bei Amazon vorhanden sind, da lese ich dir gerade die Information von Amazon vor. Manchmal kann es vorkommen, dass die Überprüfung und die Zahlungs- und Bestelldaten bis zu 21 Tage in Anspruch nimmt. Im Beispiel Nummer 3 geht es um eine gemeinsame Sprache deiner Systeme. Das bedeutet, alle Systeme haben eine eindeutige Artikelnummer, wie zum Beispiel eine GTIN. So garantierst du, dass die Bestände sauber in allen Systemen synchronisiert werden. All deine Systeme sprechen die gleiche Sprache. Sollte dies nicht der Fall sein, dann riskierst du Überverkäufe. Die gemeinsame Sprache ist nicht mehr eindeutig. Das bedeutet, Bestände werden nicht an den richtigen Artikel platziert. Doch wie kann es passieren, dass diese Abweichung in einem System entsteht? Es könnte daran liegen, dass ein Artikel zu einem späteren Zeitpunkt angelegt wurde oder Daten in einem System verändert worden sind. All das führt dazu, dass die Daten nicht konsistent sind und zu Überverkäufen. Das bedeutet, hier sollte man genau darauf achten, dass die Daten immer korrekt hinterlegt sind, damit die gemeinsame Sprache der Systeme gewährleistet ist. Um die Überverkäufe zu minimieren oder komplett auszuschließen, brauchen wir grundsätzlich ein bestandsführendes System, das folgende Bestandslogik als Beispiel hat. Der verfügbare Bestand, der an Portale exportiert wird, ist gleich der Bestand im Lager, also der physische Bestand, also die 5 Artikel, die wir tatsächlich im Lager haben, minus der reservierte Bestand. Das sind Bestellungen, die aktuell noch offen sind. Das bedeutet, als Beispiel, wir exportieren eine 3 Artikel an die Portale, ist gleich
5 Artikel, die wir eigentlich im Lager haben, minus 2 Artikel zu aktuell offenen Bestellungen. Das ist die grundsätzliche Bestandslogik. Jetzt kommen wir zum Thema reservierter Bestand. Dieser reservierte Bestand baut darauf auf, dass wir aus den verschiedenen Portalen die Bestellung immer wieder importieren. Das bedeutet, wir importieren jede x Minuten die Bestellung aus den verschiedenen Portalen, wie zum Beispiel aus Amazon, eBay oder aus dem eigenen Online-Shop. Mein Tipp: Schaue in deiner Software, welchen Intervall du hier eingestellt hast. Umso kürzer der Intervall, umso besser ist es. Und so können wir die Überverkäufe reduzieren. Wenn wir statt 30 Minuten alle 15 Minuten oder alle 5 Minuten die Aufträge importieren können und das bestandsführende System hat dann die reservierten Bestände immer up to date, reduziert sich auch dadurch automatisch der verfügbare Bestand, der an die Plattform exportiert wird. So verhindern wir, dass die reservierten Artikel für die aktuellen Bestellungen in anderen Portalen als verfügbar angezeigt werden. Natürlich sind Echtzeitschnittstellen hierbei ideal. So kannst du Bestelldaten in Echtzeit in dein Bestandsführungssystem importieren, den verfügbaren Bestand neu berechnen und in Echtzeit an die Portale wieder exportieren. Leider ist es nicht immer Realität, dass es Echtzeitschnittstellen gibt und du mit einem Delta arbeiten musst. Wenn dieses Delta allerdings gering gehalten wird, kannst du natürlich die Überverkäufe minimieren. Wenn es Echtzeitschnittstellen gibt, kannst du diese natürlich ausschließen. Schaue hier, welche Möglichkeiten dir deine Software anbietet. Es gibt verschiedene Anbieter und verschiedene Einstellmöglichkeiten. Schaue, was für dich sinnvoll ist, versuche die Synchronisierungszeiten gering zu halten und versuche auf Echtzeitschnittstellen umzustellen. Danke, dass du das Video bis jetzt dir angeschaut hast. Wir kommen jetzt zum letzten Abschnitt. Bevor wir weitermachen, würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und mir in die Kommentare schreibst, welche digitalen Themen dich noch interessieren. So kann ich für weitere Videos mich inspirieren lassen und gerne auf deine Gedanken und deine Wünsche eingehen. In den letzten Abschnitt möchten wir auf das Thema der ausstehenden Bestellungen bei Amazon eingehen und auf das Thema Bestandspuffer. Doch als erstes Thema Amazon ausstehende Bestellungen. Schaue in deiner Software, ob du diese ausstehenden Bestellungen in dein System vorher schon importieren kannst. Als Beispiel ist das bei Plenty Markets möglich. Hier hast du keine Kundendaten oder auch keine Zahlungsdaten, aber du weißt, welcher Artikel bestellt wurde und du kannst deinem bestandsführenden System schon die Kalkulation des verfügbaren Bestands neu rechnen lassen. Das hat den Vorteil, dass diese ausstehenden Bestellungen bei dir schon rausgerechnet sind. Das ist ein sehr großer Vorteil, gerade bei Artikeln, die sehr stark nachgefragt sind. Zum Schluss noch das Thema der Bestandspuffer. Hier möchte ich nur im speziellen Fall in Richtung Überverkäufe das Thema betrachten. Wenn du 100 Artikel im Bestand hast und du 20%, 10% oder 5% davon nicht an die Portale überträgst, hast du einen gewissen Bestand als Risikominimierung bei Überverkäufen. Mach das aber bitte nur dann, wenn es keine anderen Optionen gibt. Aber auch hier kannst du die Überverkäufe minimieren. Das Thema ist sehr umfangreich. Deswegen können wir uns nicht jede einzelne Option und jede Möglichkeit anschauen. Aber ich bin mir sicher, dass wir jetzt schon besser aufgestellt sind. Das Thema ist auch sehr stark an Rahmenbedingungen verknüpft. Das bedeutet, welche Software verwendest du und welche Portale hast du angebunden als Beispiel. Ich freue mich, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.